Ich bin gerade so weit weg von meinem Ziel und es ist eigentlich alles viel zu viel. Ich brauche Ressourcen, ich brauche Strategien, ich brauche Werkzeuge, um wieder in die Nähe zu kommen. Also um wieder Verbindungen aufzubauen. Und zwar zu mir und im zweiten Schritt dann zu meinen Herzensmenschen. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Bevor es gleich losgeht mit der heutigen Episode, möchte ich dich ganz herzlich zu meinem Adventskalender verbunden sein. Mehr Verbindung und Nähe im Familienalltag einladen. Hier erhältst du von mir kostenfrei vom 1.12. bis zum 24.12. jeden Tag einen kleinen Videoimpuls darüber, wie du mehr mit dir, mit deinem Kind und mit deinem Partner in Verbindung kommst. Denn du weißt, die bewusste Elternschaft ist das Thema, worum es hier im Podcast und in meiner Arbeit geht. Und das Gefühl der Verbundenheit ist ein entscheidender Baustein, nämlich das Fundament für Vertrauen, für Sicherheit und emotionale Nähe. Die nämlich wiederum beeinflussen die emotionale und soziale Entwicklung von Kindern und legen den Grundstein für ein starkes Selbstwertgefühl, für eine hohe Resilienzfähigkeit und gesunde Beziehungen im späteren Leben. Wenn es dir so geht wie mir, nämlich dass der Dezember und besonders die Adventszeit so voll ist mit Terminen und Aufgaben, To-Dos und wir manchmal hier extrem im Funktionsmodus sind, schnell Wut, Groll und Frustration, unsere Routinen, die manchmal gut oder weniger gut funktionieren und vor allem alte Erinnerungen und Gedanken präsent sind, dann ist der Fluss der Liebe blockiert. Dann haben wir keine gute Verbindung mehr zu uns, zu unserem Kind und zu unserem Partner. Dann bleibt leider wenig Raum, sich achtsam, bewusst und liebevoll zu verbinden mit dir selbst, um Energie zu tanken, mitfühlend zu sein und sich dementsprechend auch mitfühlend und liebevoll deinen Herzensmenschen zuzuwenden. Genau hier möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, zum Adventskalender verbunden sein, dazu zu kommen, denn du erhältst in dieser herausfordernden und gleichzeitig ja doch so besinnlichen Zeit von mir Tag für Tag kleine Erinnerungen und Impulse, die du wie kleine Achtsamkeits- oder Liebesinseln in deine Beziehungen im Alltag einbauen kannst und sie dadurch stärkst. Jeder Impuls von mir ist so ausgelegt, dass sie den Fluss der Liebe wieder in Gang bringen, ohne dass du viel Zeit und Energie in intensive Übungen investieren musst. Meine Liebe, ich freue mich, wenn du dabei bist. Die Adventsreise, die ist für dich da, um dich zu unterstützen, dich zu inspirieren, dir zu helfen, präsenter zu sein und deinen Beziehungen kleine Momente der Nähe und Verbundenheit zu schenken. Wenn du dabei sein magst, dann melde dich gerne an unter sprachzeichen.de/verbunden-sein oder du nimmst direkt den Link, den du hier unterhalb dieses Podcasts in den Shownotes findest. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo, meine Liebe. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist bei Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich bringe heute ein Thema mit, das mir sehr am Herzen liegt, weil wir in unserem menschlichen Sein und in unserem Mama-Alltag so oft vergessen, wie wichtig es ist, wenn wir verbunden sind, beziehungsweise dass wir miteinander verbunden sind. Ich beobachte genau diesen Aspekt, nämlich, dass ich nicht verbunden bin mit mir oder mit meinem Partner, mit meinem Mann, mit meinen Kindern,
beobachte ich sehr oft in meinem Alltag, weil ich so gut funktionieren kann als Frau und als Mutter. Und ich weiß das auch bei meinen Teilnehmerinnen von Gemeinsam wachsen. Da hatten wir das auch neulich, dass einfach so viele Dinge sind, die uns trennen davon, wirklich verbunden zu sein und Nähe miteinander aufzubauen. Vielleicht hattest du in letzter Zeit auch dieses Gefühl, dass du eigentlich nur noch funktionierst. Ich finde ja auch, ganz ehrlich, dass dieser kommende Dezember, wie jedes Jahr die Adventszeit, ein zusätzlicher Stressfaktor ist, den wir eigentlich gar nicht haben wollen und überhaupt nicht im Dezember und um die Adventszeit herum. Das ist nämlich eigentlich eine Zeit, der Winter, wo die Natur runterfährt, wo alles zur Ruhe kommt und langsamer wird und sich nach innen zieht, also mit sich verbunden ist, während wir Menschen zu dieser Zeit voll hochdrehen und aufdrehen. Das sind dann Adventsaktionen und zusätzliche Dinge, die anstehen, Adventskalender basteln, oh Gott, ja, Nikolaus, Weihnachtsgeschenke organisieren, 20.000 ehrenamtliche Veranstaltungen, bei denen du gebeten wirst, dich einzubringen, Elternabende, was auch immer es ist im Dezember viel, viel, viel zu viel in einer Zeit, die auch noch gekürzt ist von 4 auf 3 Wochen. Ich weiß, dass das genau der Grund ist, dieses viel zu viel, warum wir in der Zeit, wo es eigentlich um Verbundenheit geht, viel zu stark in der Trennung sind. Ja, und heute in dieser Episode möchte ich dich eben da einladen, wieder zurückzukehren zu deinem Bewusstsein und zu deiner Klarheit, dass du ja eigentlich Nähe aufbauen willst in deinen Beziehungen und achtsamer, respektvoller und liebevoller sein willst mit dir und mit deinen Herzensmenschen. Deswegen geht es heute eben auch um das Thema von der Trennung zur Verbundenheit, wie du den Stress loslassen und Nähe zulassen kannst. Natürlich auch mit ein paar praktischen Tipps für dich, wie das funktioniert. Wir hatten es gerade schon, dass der hektische Alltag uns trennt. Zum einen natürlich jetzt die kommende Adventszeit, dann aber natürlich auch so das ganz Klassische, also wirklich ganz klassisch im Sinne von, man muss Kinderklamotten organisieren, Adventskalender basteln, Geschenke organisieren, stundenlang recherchieren, Anrufe tätigen, Termine ausmachen, Auto reparieren, weil der TÜV gerade ansteht oder ähnliche Geschichten sind. Neben dem, was eigentlich standardmäßig ja ansteht, nämlich ja Wäsche waschen, Kühlschrank, Haushalt. Und dann kommen dann noch die Sachen dazu, wie jemand ist plötzlich krank und ein ganzer Plan geht nicht auf. Hier wird ganz viel Flexibilität abverlangt. Oh ja, mein Thema. Und all das schafft eben nicht, das ist unser Ist-Zustand oder vielleicht dein Ist-Zustand, oft mein Ist-Zustand, das schafft eben nicht, dass wir verbunden sind. Du siehst schon bei all diesen Dingen, die ich so aufzähle, dass es hier um die viel zu hohe Belastung geht, die du hast. Du hast zu viele Dinge auf deiner Mental Load Liste. Du hast zu viele Stressfaktoren. Stress von außen, das sind all die Dinge, die ich dir gerade aufgezählt habe, die sich, jedes einzelne Teil wäre ja nicht so schlimm, aber die sich in der Summe eben kumulieren und dann zu einem großen Stressfaktor werden. Gleichzeitig haben wir aber auch den Stress von innen, also die eigenen Erwartungen, die Werte, die wir haben, die wir umsetzen wollen, die eigenen Normen, die wir haben, unsere Überzeugungen, unsere Ziele und vor allem natürlich auch eigene Bedürfnisse, die zu dem ganzen zu viel an Stress dazukommen. Dieser Aspekt, dass es zu viel ist, dass wir zu viel Stress haben, schafft emotionale und physische Trennung und eben nicht Verbundenheit, eben nicht dass wir Nähe aufbauen, sondern dass wir einfach in diesem Funktions- und Überlebensmodus laufen. Ich mag hier an der Stelle für dich ein bisschen dich führen und leiten und nochmal diesen Aspekt von Stress verstehen geben und was Stress eigentlich ist. Du weißt jetzt, dass es eben Stress gibt von außen, den inneren Stress, den wir uns auch machen. Natürlich auch mangelnde Ressourcen, die wir haben, oft auch fehlende Werkzeuge, die uns helfen, damit umzugehen. Der Stress, der auch dazu führt, dass wir von einer schlechten Gewohnheit in die nächste reintappen, zum Beispiel, dass wir uns weniger um uns kümmern. Also das Thema Selbstfürsorge
Das wird beim Stress meistens direkt ad acta gelegt. Das ist ja nicht nur eine Beobachtung, die ich mache bei mir, sondern auch bei meinen Klientinnen, dass wir, je höher der Stressload ist, eigentlich umso weniger uns um uns kümmern. Das Gegenteil wäre der richtige, sinnvolle Weg. Sondern eher abfallen Richtung schnell nebenbei was essen, ungesund ernähren, uns weniger bewegen. Einfach so in Reaktionsmuster reinfallen, die weniger förderlich sind, um aus dem Stress rauszukommen. Stress heißt nämlich, dass wir ein nicht reguliertes Nervensystem haben. Unser Nervensystem, kleiner Einblick dazu, unser autonomes Nervensystem teilt sich nämlich ein in den sogenannten Sympathikus und Parasympathikus, also ins sympathische und parasympathische Nervensystem. Und wenn wir im Stress sind, dann ist der Sympathikus aktiviert. Der Sympathikus hat die Hauptaufgabe, uns in den Kampf- oder Fluchtmodus zu bringen, sobald wir eine Bedrohung oder einer Gefahr ausgesetzt sind. Das heißt, der Parasympathikus schafft, dass unser Herz schneller rast, dass wir nasse Hände bekommen, dass unsere Pupillen sich weiten, dass wir eine höhere Herzschlagfrequenz haben und eine stärkere Atmung natürlich haben, damit wir für den Notfall oder in dem Stress, chronischen Stress, blöderweise sind, eben gewappnet sind. Das heißt, wenn wir im Alltag im Stress sind, dann sind die äußeren Faktoren nämlich das zusätzliche Thema Klamotten organisieren, das zusätzliche Thema Adventskalender, eine Gefahr, die wir wahrnehmen im Außen und dann eben mit unserem parasympathischen System antworten, in Form von Ärger, Wut, Frust, Verzweiflung, Überforderung. Der Parasympathikus schützt uns vor der Außenwelt, indem er uns eben in diesen Flucht- oder Kampfmodus bringt. Der Sympathikus, Entschuldigung. Der Parasympathikus ist der Gegenspieler. Das parasympathische System macht genau das Gegenteil. Es bringt uns in die Ruhe. Es schützt damit unsere Innenwelt und ist der Gegenspieler vom Sympathikus. Du kannst dir das vorstellen wie das Gaspedal im Auto, Sympathikus, Bremse ist der Parasympathikus. Die beiden Systeme in unserem Körper sind so unfassbar wichtig, weil die ganze Zeit miteinander arbeiten. Und wenn sie im ausgeglichenen Zustand sind, unser Körper in Homöostase ist, dann erzeugen die beiden Systeme eine Kohärenz. Also Kohärenz heißt, unser Herz schlägt gleichmäßig, das Herz ist kohärent und all dieser homöostatische Zustand, das in der Balance sein, im Gleichgewicht sein, verbessert unser Sein komplett. Unsere Gehirnfunktion ist verbessert, wir sind kreativer, fokussierter, können rational denken, weil wir ja nicht im Kampf- oder Fluchtmodus sind, haben mehr Gewahrsein, da möchte ich dich hinbringen, und wir sind auch aufgeschlossener für Neues, für Wachstum, fürs Lernen. Im Stress ist der Schalter an für den roten Bereich. Wir können eben gerade nicht Bindung aufbauen. Wir fühlen uns unsicher und brauchen eigentlich Sicherheit und Geborgenheit. Der Schlüssel, um aus dem Stress rauszukommen, ist die Resilienz, also resilienzfähig sein. Das HeartMath Institute, ein Institut, das schon seit Jahrzehnten forscht zum Thema Herzkohärenz, ganz großartig, was das HeartMath Institute an Ergebnissen hervorbringt. Die definieren Resilienz als die Fähigkeit, sich auf Stress, widrige Umstände, Trauma oder Herausforderungen entsprechend einzustellen, sich davon zu erholen und daran anzupassen. Das heißt, wenn es uns gelingt, mit den geeigneten Ressourcen, die wir haben in uns drin, also zum Beispiel unser Temperament, unsere Kompetenzen, unsere Fähigkeiten und aber auch mit den Ressourcen im Außen, das heißt Unterstützernetzwerk, auch Sicherheit in Form von materieller, finanzieller Sicherheit. Wenn wir diese Ressourcen haben, dann können wir diesem Stress gut standhalten und wir können uns schnell aus diesem Stress wieder erholen. Haben wir allerdings diese Ressourcen nicht und haben wir eine schwache Resilienzfähigkeit, dann tut uns der Stress einfach nicht gut. Ich meine, das liegt auf der Hand und du kennst es, wenn du im Stress bist. Stress ist einfach wahnsinnig anstrengend. Es kostet uns so viel Kraft. Wir sind dann in unseren Gedanken so sehr in der Negativschleife.
sobald wir in der Negativschleife mit unseren Gedanken sind wir emotional auch wahnsinnig instabil. Wir sind schnell geladen, schnell wütend. Wir sind so ganz sensibel auf jeden neuen Reiz, der kommt und der da ist und wahnsinnig schnell dann eben einfach auch überfordert. Das heißt, wir empfinden oft dann Ärger, Traurigkeit, Angst und sind in unseren Reaktionsweisen einfach gelähmt, sprich im Kampf- oder Fluchtmodus oder eben überschießend, indem wir völlig überreagieren auf das nächste Ding, das dann einfach zu viel ist oder in einem hemmenden Zustand sind, also quasi gelähmt sind. Auf unsere Beziehungen hat natürlich unser Stress und unser zu viel Stress, wo wir getrennt sind von uns selbst, von unserem wahren Selbst, von unserem authentischen Selbst, weil wir nur noch in dem Kampf- oder Fluchtmodus sind, natürlich auch wahnsinnige Auswirkungen auf die Beziehungen. Das ist so logisch und das weißt du und das erlebst du jeden Tag, wenn du im Funktionsmodus bist, weil wir, wenn wir im Stress sind, natürlich emotional distanziert sind. Uns fällt es schwer, emotional in Verbindung zu sein mit uns selbst, aber auch mit unserem Kind, mit unserem Partner, mit unseren Liebenden. Wenn wir den Blick jetzt packen auf unser Gegenüber, also weg von uns, wir sind im Stressmodus, hin zu unserem Kind oder zu unserem Partner, gerade bei Kindern wird dann eben klar, dass die, wenn die Eltern gestresst sind, wirklich, wirklich leiden. Die fühlen sich dann nicht verstanden und unsicher. Sie fühlen sich isoliert, sie trauen sich dann gar nicht mehr, einen anzusprechen, brauchen aber die Nähe, sie brauchen uns für ihre Entwicklung, komme ich gleich noch im Detail dazu, während wir gleichzeitig als Eltern natürlich frustriert sind und uns schuldig fühlen, weil wir einfach so viel zu viel haben, was erledigt werden möchte, muss. Die Gedanken, in denen wir uns befinden, die uns in einer Dauerschleife weiter runterziehen und dieses Wissen natürlich auch zu haben, ich bin gerade gestresst und ich komme da nicht mehr raus. Der Schlüssel hier, um aus dem Stress rauszukommen, neben Resilienz, ist natürlich, dass wir in die Reflexion gehen. Reflexion ist insofern einfach das A und O, weil wir in dem Moment, wo wir reflektieren, dieses Bewusstsein entwickeln für den Zustand, der gerade ist. Wir entdecken uns dann, wir sind dann bereit, ins Gewahrsein zu kommen, das heißt, rauszutreten aus der Situation und uns selbst von außen zu beobachten und zu sehen, hey, ich bin gerade im Stress, ich bin gerade null verbunden mit mir und mit meinen Herzensmenschen, ich bin gerade so weit weg von meinem Ziel und es ist eigentlich alles viel zu viel. Ich brauche Ressourcen, ich brauche Strategien, ich brauche Werkzeuge, um wieder in die Nähe zu kommen, also um wieder Verbindungen aufzubauen und zwar zu mir und im zweiten Schritt dann zu meinen Herzensmenschen. Nähe aufbauen heißt, dass wir sichere Bindungsbeziehungen aufbauen. Wenn ich nahbar bin, nahbar, da steckt Nähe drinnen, dann heißt es, dass ich emotional greifbar bin, dass ich präsent bin, dass ich emotional, körperlich und geistig da bin, präsent bin, um Verbundenheit zwischen mir und meinen Beziehungen aufzubauen und zu gestalten. Nähe zu haben und Nähe aufzubauen heißt, dass ich in dieser Beziehung, in der ich bin, sein kann. Das heißt, ich werde verstanden, ich werde wertgeschätzt, man geht auf mich zu, ich gehe auf andere ein. Ich darf mich zeigen, wie ich bin. Ich bin dann mit meinem authentischen Selbst, also so wie ich bin, verletzlich wie ich bin, sichtbar. Verletzlich zu sein, da komme ich später nochmal drauf zu und das braucht eigentlich eine eigene Podcast-Episode, ist wirklich das Authentischste, was wir zeigen können, nämlich, dass ich keine Maske aufsetzen muss, dass ich keine Rolle spielen muss, sondern dass ich mich als Mensch im Hier und Jetzt zeigen kann. Unsere Kinder brauchen das, gerade Kinder brauchen sichere Bindungsbeziehungen. Kinder, die in sicheren Bindungsbeziehungen nämlich aufwachsen, erfahren durch das Miteinander mit uns Eltern oder mit der Bezugsperson, mit der sie eben aufwachsen, eine liebevolle, respektvolle, zuverlässige, feinfühlige, emotional nahbare, authentische Fürsorge. Und die ist notwendig, damit sie sich auf allen Ebenen, also kognitiv und emotional, psychisch, physisch gut entwickeln können.
Lass uns mal ganz kurz überlegen, warum das so wichtig ist, wenn wir uns nämlich die Entwicklung von Kindern anschauen. Und sicherlich weißt du das schon aus den vielen Podcast-Episoden oder vielleicht warst du bei mir im Einzelcoaching oder in Gemeinsam wachsen, meinem Mentoring-Programm. Da ist es auch ein ganz großes Thema, nämlich die kognitive Entwicklung von Kindern und die Rolle der Neurowissenschaften, was wir eben alles da schon wissen. Wichtig ist bei der Entwicklung von Kindern, dass wir uns daran erinnern, dass sie alles erst noch lernen, also dass sie wirklich kognitiv im Entwicklungsprozess sind. Kinder brauchen Nähe, weil sie ihre eigenen Emotionen nämlich noch nicht regulieren können. Das ist die große Challenge, der wir ausgesetzt sind, nämlich dass wir als Eltern sozusagen das parasympathische System unserer Kinder sind. Unser präfrontaler Kortex ist notwendig, unsere Ruhe ist notwendig, damit Kinder in ihrem eigenen emotionalen Sturm reguliert werden können. Wenn wir also im Dauerstress sind, viele To-Dos im Kopf haben und in der Trennung sind zu uns selbst, unserem emotionalen Erleben und in der Trennung dann in unseren Beziehungen, dann leiden Kinder insofern darunter, weil sie natürlich sich unsicher fühlen, weil sie niemanden haben, der ihnen hilft, sich selbst zu regulieren, weil ihnen die sichere Bindungsbeziehung fehlt, zu entdecken, sich sicher zu fühlen, Stress abzubauen und letztendlich ein Wohlbefinden zu generieren. Die Nähe, die wir aufbauen zu Kindern, schafft Vertrauen und Sicherheit und damit Mut und Selbstbewusstsein, das Leben zu entdecken und quasi sich zu trauen, loszugehen, zu trauen, das sichere Band zu spannen zwischen der Bezugsperson, also zwischen dir als Mama und dem Kind, loszugehen und eben die Welt zu entdecken. Es hilft, dass Kinder lernen, sich selbst zu regulieren und natürlich durch Nähe und den Aufbau von Bindungsbeziehungen Empathie zu entwickeln. Das ist ein kognitiver Schritt, um letztendlich Mitgefühl zu empfinden. Wenn ich Nähe aufbauen kann zwischen meinem Kind und mir, dann hilft es uns beiden, resilienter zu werden. Vor allem natürlich dem Kind resilienter zu werden, weil es Vertrauen und Sicherheit hat, dass da jemand ist, der in der Lage ist, mich zu unterstützen in meinen starken Emotionen, die ich habe, in meinem Scheitern, in meinem Entdecken, in meinem Temperament. Also ich weiß, wenn da jemand ist, wenn ich diese Sicherheit in mir habe, grundsätzlich in meinem Herzen tragend, dass da jemand ist, der mich auffängt, dann macht mich das natürlich stabiler. Ich traue mich dann los, mich zu entwickeln und auf die Welt zuzugehen, weil ich weiß, dass ich aufgefangen werde. Das ist das Thema von Wurzeln und Flügeln, also dass wir es schaffen, durch den Aufbau von tiefen Bindungsbeziehungen, durch Nähe zu unseren Kindern, zu unserem Partner natürlich auch und zu uns selbst, dass wir durch diese tiefen Verbindungen, die wir da schaffen, Resilienz beim anderen und bei uns entwickeln können und eben Mut und Selbstbewusstsein für eine gesunde Entwicklung. Gerade das ist in unserem Alltag wirklich, wirklich etwas, was wir bewusst einbauen müssen, weil wir so schnell funktionieren. Und wenn wir funktionieren, dann vergessen wir, was eigentlich wichtig ist, nämlich der Kontakt zu uns selbst, der Kontakt zu unseren Werten, der Kontakt zu unseren Zielen, die wir haben und natürlich zum Thema Nähe, also der Kontakt zu uns und zu unserem Partner, zu unserem Kind. Mir liegt das so am Herzen, dass wir das schaffen, immer wieder gerade im Alltag diese Nähe einzubauen. Denn der Alltag ist ja letztendlich das, was unser Leben bestimmt. Das sind diese vielen kleinen Momente im Leben. Und wenn wir diesen Alltag so gut wir können und so gut es ja, die Wellen des Lebens es erlauben, weil wir haben auch, und es ist einfach Realität, es gibt einfach schwierige Zeiten, es gibt stürmische Zeiten, es gibt Zeiten, in denen wir wahnsinnig viel funktionieren, es gibt Zeiten, die uns wirklich herausfordern. Diese letztendlich Krisen, Konflikte und Herausforderungen sind ja auch der Moment, wo wir wachsen, wo wir in Berührung kommen mit uns, in Berührung kommen mit unseren Werten. Also wo letztendlich der Konflikt da ist und die Chance zum Wachsen da ist. Nichtsdestotrotz, wenn wir es schaffen, diese Nähe im Alltag eben einzubauen, dann gestalten wir unser Leben ja mit viel, viel mehr Bewusstsein und Achtsamkeit. Und es ist nur förderlich. Ich mag dir an dieser Stelle natürlich auch sagen, dass Beziehungen nicht nur aus Nähe bestehen.
In Beziehungen brauchen wir auch Distanz. Also die Distanz zu explorieren bei den Kindern, die sich dann eben trauen, weil sie wissen, dass sie gebettet sind oder dass da jemand ist, der ihnen die Welt erklärt und auffängt und beisteht. Wir brauchen auch die Distanz, um selbst zu sein. Also die Ich-Entwicklung ist wichtig, um herauszufinden, wer man selber ist. Und dazu brauche ich natürlich Distanz zu Beziehungen. Distanz und Nähe sind ein bisschen wie beim Parasympathikus und beim Sympathikus. Beide zusammen wichtig und die harmonieren miteinander. Und wenn wir im Gleichgewicht sind zwischen Nähe und Distanz, zwischen ich, du und wir, dann sind das die besten Voraussetzungen für eine gute, gesunde, psychisch gesunde, mentale, gesunde Entwicklung im Prozess des Werdens. Natürlich mag ich dir hier in dieser Episode noch ein paar Tipps geben, wie es dir gelingen kann, Nähe im Alltag einzubauen. An dieser Stelle der Tipp und der Hinweis: Komm super gerne zu meinem Adventskalender verbunden sein. Der findet statt vom 1.12. bis 24.12. und da gebe ich dir jeden Tag nette Videoimpulse, wie du Nähe in deinem Alltag einbauen kannst und natürlich dadurch mehr Verbindung aufbaust. Diese Impulse, die beziehen sich auf dich, also wie es dir gelingen kann, mehr Verbundenheit mit dir zu schaffen, mehr selbstfürsorglich mit dir umzugehen und liebevoll mit dir umzugehen und natürlich auch in Beziehung zu deinem Kind und zu deinem Partner, zu deinen Herzensmenschen. Ich freue mich, wenn du dazu kommst. Der ganze Adventskalender ist kostenfrei. Es lohnt sich so sehr, weil selbst wenn es nur ein Impuls ist, der dir hilft, mehr Nähe aufzubauen, ist schon so viel gewonnen. Also komm einfach gerne mal dazu. Für jetzt mag ich dir trotzdem nichtsdestotrotz schon die ersten 5 praktische Tools mitgeben, sozusagen deine Ressourcen stärken, deine Werkzeuge stärken, wie du Nähe aufbauen kannst. Und es wird dich wenig überraschen, wenn du hier bei mir bist zum Thema Kommunikation, bewusste Elternschaft. Es ist alles Sprache. Die Sprache ist essentiell. Die Sprache in Form von der verbalen Sprache als auch der nonverbalen Kommunikation ist natürlich die Art und Weise, wie wir Nähe aufbauen können und natürlich auch Trennung aufbauen können. Eine offene, ehrliche Kommunikation. Und zwar in Form von dem, was du sagst und wie du dich gibst, wie authentisch du dich gibst, frei von Bewertung, frei von Verurteilungen, ist wirklich, wirklich essentiell, um Nähe aufzubauen. Also, wenn du magst, teile deine Gedanken, deine Gefühle, deine Bedürfnisse mit deinem Kind. Lass los von Bewertungen, lass los von Verurteilungen. Schaffe durch die Art, wie du sprichst, Vertrauen und tiefe Verbindungsbeziehungen. Da gehört natürlich auch dazu, deine Liebe kundzutun. Und zwar zu sagen, was du fühlst, wie dankbar du bist, dass dein Kind, dein Partner in deiner Familie ist. Die Kunst bei der Kommunikation sind natürlich die schwierigen Momente. Da begleite ich dich in meinen Coachings und natürlich auch in Gemeinsam wachsen. Also wie können wir achtsam, wertschätzend sein, auch wenn wir gerade im schwierigen Moment sind. Ja, zweites Thema, zweites Tool ist der Umgang mit unserem Gefühl. Also sich wirklich auf die Gefühle zu konzentrieren und zu erleben, was eigentlich in dir lebendig ist. Mal zu spüren, welche Gefühle du eigentlich hast und diese dann kundzutun. Während gleichzeitig du natürlich auch versuchst, die Gefühle deines Kindes anzunehmen, aufzunehmen und in Worte zu packen. Wieder der Hinweis zur Kommunikation, denn Kinder können am Anfang keine Worte haben für das, was in ihnen lebendig ist. Wir helfen ihnen, ihre Emotionen, ihre Gefühle zu regulieren, aber sie brauchen natürlich einen Wortschatz dazu, damit sie sich später kundtun können. Deswegen ist es so wichtig, dass du Worte findest für die Gefühle und Bedürfnisse in dir, damit du das dann deinem Kind spiegeln kannst, damit du Emotionen spiegeln kannst und Worte deinem Kind geben kannst für die Zukunft. Ein dritter Punkt für mehr Nähe in deinem Alltag ist der Umgang mit Fehlern und deine Verletzlichkeit. Verletzlichkeit ist so ein wichtiges Thema und ich werde dazu auch eine eigene Podcast-Episode machen, denn sich verletzlich zu zeigen, seine Sorgen und Ängste darzulegen, sich mit seinen Schwächen auch zu zeigen,
sich zu zeigen, wie man ist und wo man in seinem Leben gescheitert ist, das öffnet uns als Mensch, das macht uns zum Mensch. Also wegzukommen von diesem Perfektionismus, vom Idealismus, sondern wirklich zu sagen, hey, weißt du, ich bin fehlbar, ich mache auch Fehler, ich hätte was besser machen können. Ich habe vielleicht falsch entschieden, mit Anführungszeichen. Ich habe Fehler gemacht in meinem Leben und sich da wirklich verletzlich zu zeigen. Das macht, dass wir andere einladen, sich auch als Mensch zu zeigen, denn das ist menschlich. Es ist menschlich. Was wir dazu brauchen, ist Schamresilienz, also den Umgang mit dem Gefühl, das in uns lebendig ist, nämlich Scham. Wenn wir uns verletzlich zeigen, wenn wir eingestehen, dass wir Fehler gemacht haben und aus den Fehlern wachsen und lernen. Das ist das Stichwort zum Thema Growth Mindset, nämlich, dass wir einen neuen Umgang finden mit Fehlern. Dann müssen wir uns mit dem Gefühl von Scham auseinandersetzen. Wir schämen uns nämlich in unserer Gesellschaft, in der Art, wie wir erzogen worden sind, wenn wir Fehler machen. Wir schämen uns, wenn wir uns verletzlich zeigen. Aber wir sind alle so. Und nur wenn wir uns verletzlich zeigen, können wir wirklich tiefe Bindungsbeziehungen aufbauen. Wenn du magst, kannst du hier gerne mal meine beiden Podcasts zu dem Thema Perfektionismus, zum Thema Schamresilienz und Fehler machen in den Shownotes anschauen und anhören. Für mehr Nähe und Verbundenheit brauchen wir Raum und Zeit für Miteinander. Wir brauchen Raum und Zeit für Gespräch. Wir brauchen Raum und Zeit für gemeinsame Interessen, gemeinsame Aktivitäten. Das heißt, wenn wir im Stress sind, 1000 To-Dos haben, der Mental Load unendlich ist und kein Raum mehr ist für Nähe, dann kann auch keine Nähe entstehen. Also auch diese Idee von, ich mache einmal im Monat, was weiß ich, dann gehe ich mit meinem Mann essen und ansonsten laufen wir parallel im Funktionsmodus als Paar in unserem Leben hin und her, kann keine Nähe entstehen. Nähe entsteht in Liebesbeziehungen auch genauso wie in der Beziehung zum Kind im Alltag, in den Arten, wie wir miteinander sind im Alltag. Ich brauche Zeit in Form von Qualität und Quantität. Und zu guter Letzt ist das Tool schlechthin in der Persönlichkeitsentwicklung, in Bezug zum Entwickeln der Spiritualität in der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch überhaupt für dich und grundsätzlich, weil es einfach so wichtig und so gut ist und so heilsam ist. Das ist die Dankbarkeit. Wenn wir den Fokus im Miteinander, du für dich und du auch laut mit deinem Kind zusammen, auf die Momente des Glücks bringst, die alltäglichen Momente, in denen man sich bewusst ist, wie schön das Leben eigentlich ist. Und es sind die kleinen Momente des Glücks, nämlich wenn wir den Fokus darauf setzen, was gerade ist. Was gerade im Hier und Jetzt, wo wir voll präsent sind, gerade ist. Den Fokus darauf zu setzen, auf die Umarmung in der Früh, die Berührung oder die Stille am Morgen oder das Vogelzwitschern, die Tatsache, dass du ein Zuhause und ein Bett hast, fließendes Wasser hast, dass die Sonne scheint, dass ihr gemeinsam zusammen am Abend am Tisch sitzen könnt, dass ihr gesund seid. Wenn wir uns immer wieder daran erinnern, wofür wir heute und im Hier und Jetzt dankbar sein können, idealerweise miteinander, dann schafft das natürlich so viel Gutes. Es schafft Klarheit, es schafft Freude, es schafft Nähe, wenn wir die Edelsteine des Alltags, das, was quasi schon ist, das Tolle im Alltag, die Edelsteine eben sehen, wahrnehmen und zu einer ganzen Sammlung, sammeln. Ich freue mich, wenn du weitere Edelsteine, die ich für dich habe, in meinem Adventskalender in dein Leben integrieren magst. Komm gerne dazu und vielleicht sehen wir uns ja dann spätestens in der nächsten Podcast-Episode oder dann eben beim Adventskalender verbunden sein für mehr Nähe und Verbundenheit in deinem Alltag. Mach's gut, eine schöne Woche und bis bald. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram.
Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.